Lieber Fredi Marin, du bist Universitätsprofessor an der Medizinischen Universität Wien, ein Internist, auch weit über die Grenzen Österreichs bekannt als Visionär für die Fragen der Zukunft, vor allem auch in der Medizin. Was glaubst du, wird auf Ärztinnen und Ärzte in Zukunft im Zuge dieser digitalen Transformation, in der wir uns jetzt befinden, was ihre Ausbildung, aber auch ihre tägliche Arbeit betrifft, zukommen? Herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir sind auch hier am Beginn eines völlig neuen Zeitalters. Ärzte und Patienten denken gerade um oder Ärzte sollten gerade umdenken. Dieses Eminence-Based Medicine, ich bin die Eminenz, ich weiß alles, du kommst als Patient zu mir, du bist dankbar dafür, dass ich dich empfange und das ganze Wissen ist bei mir, das ist vorbei. Die Patienten sind heute in der Lage, ins Internet zu gehen. Es gibt so viele verschiedene Apps, wo man Diagnosen, Symptome eingeben kann, eine Differentialdiagnose mehrfach hinunterbekommt. Die Leute lesen das, kommen in die Ordination und sind eigentlich teilweise in manchen Fragen bereits besser informiert als der oder diejenige, die ihnen gegenüber sitzt. Das bedeutet auch, dass ich mein Rollenbild anders sehen muss. Eigentlich könnte man sagen, dass in dieser Zeit Ärzte mehr so etwas sind wie ein Case Manager und versuchen, die verschiedenen Fäden und die Fülle der Informationen, die jetzt da sind, zu verbinden. Auch ein großes Problem der modernen Medizin ist ja die Hochspezialisierung. Diese gigantischen Fortschritte, die wir machen, bedeuten aber auch, dass ich immer mehr ein Wissen in die Tiefe habe, aber das horizontale, vernetzte Wissen mir fehlt. Ich nenne ein Beispiel, die Onkologie. Früher gab es den Onkologen, der alle Tumorerkrankungen behandelt hat. Heute ist es so, dass in der Onkologie fast die Spezialisten nur noch organbezogen sind. Dann gibt es einen Onkologen, der spezialisiert ist auf die Lunge, derjenige auf die weiblichen Genitale und. Dann fehlt aber bei vielen Patienten die Vernetzung dessen. Was bedeutet das? Ich habe ja nicht nur den Tumor in meiner Lunge, ich habe noch ein Herz, ich habe noch eine Niere, ich habe noch einen Zucker, Punkti. Heißt völlig neues Herangehen für die Ärzte. Für die Patienten, die gut informiert sind oder nicht so gut informiert sind, auch ein Thema, über das wir diskutieren kommen mit einem Wissen oder Information und kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Ordination. Und da gibt es ja dieses berühmte The Patient Will See You Now von Eric Topol. Das heißt, welche Rolle spielt das Internet? Welche neue Rolle wird es spielen, dass wir in Zukunft ja Menschen haben werden? Ich würde fast das Wort Patient verschwinden lassen wollen. Menschen mit all den Variables. Ich habe dann meine Uhr, die sagt mir gerade, ob ich ein Vorhofflimmern habe oder nicht, ob ich im Rhythmus bin, wie mein Zucker ist, wie mein Blutdruck ist. Die sagt zu mir, wie viele Schritte ich gemacht habe. Die sagt zu mir, gleich wirst du in einem Stresslevel sein und dein Cortisol wird sich erhöhen. Das heißt, es wird so ein bisschen in eine Ära eintreten auch, und da sehe ich die Gefahr, dass Leute überinformiert sind. Und das könnte auch in der Medizin bedeuten, überbehandelt werden. Ich habe so viele Informationen und zum Teil fehlt mir aber die Qualifikation, dann zu differenzieren, welche der Informationen sind wichtig, welche sind im Augenblick relevant und welche sind eigentlich Geräusche, die aber für diese Situation keine Bedeutung haben. Und dann kommt noch die nächste Situation, Arzt-Patient, die schwierig wird. Das ist noch immer die Frage des Vertrauens und was geschieht mit meinen Daten. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch, nothing about me without me. Auch eine völlig neue Situation des Patienten. Was gebe ich her von mir? Welche Daten hast du? Welche Daten haben alle anderen? Wie werden sie gehandelt und was bedeutet das für die Zukunft? Herzlichen Dank, sehr, sehr spannend. Danke dir. Danke auch.